Ich hatte euch ja kürzlich die Rock Molds von Woodland Scenics vorgestellt. Und in einem zweiten Video hatte ich euch danach gezeigt, wie ihr eigene Steine und Rindenstücke abformen und mit zum Beispiel Gips abgießen könnt, um daraus Felsen und Gebirge zu basteln. Und ums Basteln solcher Gebirge und warum deren Bemalung dann quasi ein Selbstläufer ist, geht's in den folgenden Minuten und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer übrigens das Review zu den Rock Molds von Woodland Scenics verpasst hat, findet den Link natürlich oben und in der Videobeschreibung. Ebenso den Link zum Tutorial, um eigene Felsenformen herzustellen. Um euch nun zu zeigen, wie Gebirge aus abgegossenen Gipselementen aussehen können, habe ich meine beiden Woodland Scenics Formen einige Male mit Stevalin befüllt. Das ist ein synthetischer Keramikgips mit hoher Festigkeit und Abformgenauigkeit. Weiterhin habe ich einige Felsstücke mit meinen eigenen Formen produziert, bei denen in der Natur gefundene Steine und Korkrindenstücke die Vorlage waren. Für den optimalen Vergleich klebe ich jeweils einige Stückchen mit Holzleim auf eine Hartschaumunterlage. Dabei sollte man möglichst eng aneinander puzzeln und eventuelle Lücken mit kleinen Bruchstückchen auffüllen. Die Gipsbauteile lassen sich zum Glück ja relativ leicht zerbrechen oder absägen. Spätestens jetzt fallen natürlich die unterschiedlichen Oberflächen und die räumliche Tiefe der Bauteile auf. Hier zunächst die Designs aus den beiden Woodland Scenics Formen, dann meine selbst abgeformten Steine und schließlich die von mir abgeformte Korkrinde. Der größere Höhenunterschied bei meinen selbst abgeformten Bauteilen macht die Demo-Gebirge zwar plastischer, aber es kommt natürlich auch etwas mehr Gießmasse und Gewicht zusammen. Zum Auffüllen der Fugen und Modellieren von Übergängen braucht ihr nun Spachtelmasse. Und zwar unbedingt die Pulvervariante zum Selbstanrühren mit Wasser. Denn gebrauchsfertige Spachtelmasse nimmt bei der späteren Bemalung die Farbe spürbar schlechter an, was ein enormer Nachteil und zugleich echt hässlich ist. Füllt und streicht die Spachtelmasse zunächst in alle Lücken, um dann die Übergänge zu modellieren. Schaut euch hierzu die Oberflächen eurer Bauteile an und überlegt, wie ihr die Strukturen auf der Spachtelmasse reproduzieren könnt. Nehmt bei diesem Woodland Scenics Design zum Beispiel einen leicht angefeuchteten Pinsel, mit dem ihr auf die Spachtelmasse tupft. Oder hier einen kleinen Spachtel, mit dem ihr die Spachtelmasse zerkratzt und kleine Stückchen herausbrecht, damit schroffe Kanten entstehen. Das Herausbrechen sieht übrigens am besten aus, wenn ihr die Spachtelmasse zunächst 10 bis 15 Minuten antrocknen lasst. Dennoch werdet ihr natürlich nie ganz genau die Strukturen der Gipsteile nachahmen können. Das ist einfach so, wird aber später nur noch bei genauerem Hinsehen auffallen. Sobald dann nach etwa einem halben Tag alles getrocknet ist, bürstet kurz eventuelle Krümel ab, um dann mit der Bemalung starten zu können. Bei Gips und Spachtelmasse könnt ihr nämlich statt zu den üblichen Acrylfarben auch zu Washes greifen. Mit Washes entstehen auf dem weißen Gips nämlich automatisch Lichter, Schatten und organische Farbverläufe, die binnen weniger Minuten trocknen. Ich habe mir hier ein Grau, ein Braun und ein Schwarz aus der Earth Colors Serie von Woodland Scenics angemischt. Das sind hochkonzentrierte Washes, die mit Wasser verdünnt werden, um deren Deckkraft selbst bestimmen zu können. Aber natürlich könnt ihr auch andere Washes verwenden, normale Acrylfarben entsprechend verdünnen oder die Felsen auch wie üblich mit deckenden Farbschichten bemalen. Bei Washes auf großen Flächen kann ich Schwammpinsel übrigens nur empfehlen, weil sie richtig viel Flüssigkeit aufnehmen. Bei meinen kleinen Demo-Felswänden nehme ich aber der Einfachheit halber Flachpinsel. Und ihr seht, wie einfach und schnell die Bemalung auf dem Gips geht. In meinem Fall trage ich zuerst die graue Hauptfarbe auf, wobei ich hier und da Stellen freilasse. Diese Bereiche bemale ich dann mit dem Braun, das dabei auch ins benachbarte Grau läuft. So hat man auf seinen Felsen direkt realistische Farbverläufe, in den Vertiefungen kräftigere Farbtöne und Highlights auf den erhöhten Stellen. Mit meinem dritten Wash, dem Schwarz, tupfe ich dann nur noch hier und da einige extra Schattierungen auf die Felsen. Fertig! Und je nach den Strukturen der Gipsteile hat man nun schroffes Gebirge, rundliches Gestein oder Sci-Fi-Felsen wie auf einem fremden Planeten. Wer mag, kann die Kanten dann noch ganz leicht mit einem hellen Grau oder Sandton trockenbürsten oder direkt zur Begrünung übergehen. Hier und da etwas Streu, Flock oder Grasbüschel können ja meist nie schaden. Ich hoffe, euch hat der insgesamt dreiteilige Ausflug ins Abformen und Abgießen von Felsbauteilen aus Gips gefallen.
Ich finde, es ist eine tolle Variante, die auf dem Spieltisch besonders realistisch aussehen kann. Ja, das Abgießen an sich und das Modellieren mit der Spachtelmasse ist etwas aufwendiger als zum Beispiel Hartschaum in Form zu schnitzen. Aber je nach Projekt lohnt es sich definitiv. Doch egal, wie ihr euer nächstes Gebirge bastelt. Hauptsache, ihr habt Spaß und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dann.